Immer wieder werde ich gefragt, was zu beachten ist, wenn man sich an einer deutschen GmbH beteiligen will, nachdem man ins Ausland umgezogen ist. Und mit dieser Frage wollen wir uns in diesem Video auseinandersetzen. So, das Erste, was du beachten musst, ist, dass die Beteiligung tatsächlich erst erfolgen sollte, wenn du Deutschland verlassen hast. Sonst fällst du nämlich möglicherweise unter die Wegzugsteuer, wenn du Deutschland verlässt. Also der erste Punkt, wenn du ins Ausland umziehst und planst, dich an einer GmbH zu beteiligen, warte damit, bis du wirklich im Ausland wohnst. Dann ein weiterer wichtiger Punkt. Wenn du in einem Niedrigsteuerland wohnst, sagen wir zum Beispiel mal Dubai, dann gilt unter Umständen noch für 10 Jahre nach deinem Wegzug die unbeschränkte Steuerpflicht, wenn du Vermögen in Deutschland hast, wenn du sogenannte wirtschaftliche Interessen in Deutschland hast. Ziehst du also nach Dubai um und hast dann zunächst mal keine wirtschaftlichen Interessen in Deutschland, weil du deine Wohnungen verkauft hast, deine Firmenbeteiligung und so weiter verkauft hast, dann kann durch eine solche GmbH-Beteiligung wieder ein wirtschaftliches Interesse in Deutschland entstehen, sodass du dann möglicherweise unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst, was dann zumindest heißt, dass du wieder Steuererklärung in Deutschland einreichen musst für bis zu 10 Jahre nach deinem Wegzug. Also überlege es dir gut, ob du dich wirklich an einer deutschen Gesellschaft beteiligen willst. Vielleicht kann auch eine andere Gesellschaft gegründet werden. Vielleicht kannst du auch einfach eine Gesellschaft zum Beispiel in Luxemburg, in Liechtenstein oder in der Schweiz gründen und es muss gar nicht Deutschland sein. Oftmals wird ja Deutschland gewählt, weil es natürlich eine sehr gute Reputation hat. Es ist keine Piratenrepublik Deutschland. Also das heißt, der Ruf einer deutschen Gesellschaft ist viel besser als zum Beispiel einer zypriotischen Gesellschaft oder sowas. Aber wie gesagt, es gibt auch innerhalb der EU natürlich gleichwertige oder fast gleichwertige Länder, die alle diese Nachteile nicht haben, die möglicherweise eine deutsche Gesellschaft hat, zumindest dann nicht, wenn du deutscher Staatsbürger bist. Der Punkt, den ich gerade eben angesprochen habe, wie gesagt, der ist aber nur zu beachten, wenn du in einem Niedrigsteuerland wohnst. Bist du von Deutschland in ein anderes Hochsteuerland umgezogen, Frankreich, Italien, USA oder etwas Ähnliches, dann sind diese Punkte natürlich nicht zu beachten hinsichtlich der erweitert beschränkten Steuerpflicht. Ja, das war spezifisch jetzt für jene, die in ein Niedrigsteuerland umgezogen sind und dann vor allen Dingen noch eins, wo es kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, zum Beispiel eben die Vereinigten Arabischen Emirate. Monaco wäre ein ähnliches Land. Vielfach hat die Frage an mich natürlich steuerliche Gründe, wenn jemand wissen will, wie man sich am besten an einer deutschen GmbH aus dem Ausland beteiligt. Da hofft dann derjenige, dass man steuerliche Vorteile hat, wenn man sich aus dem Ausland an einer deutschen GmbH beteiligt und dann möglicherweise weniger Steuern zahlt, als wenn man in Deutschland wohnt. Lass mich dir dazu ein paar wichtige Punkte sagen. Nun, zunächst mal ist natürlich ganz klar, dass die deutsche Gesellschaft in Deutschland ganz normal Steuern bezahlen muss. Also Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, so ungefähr 30% auf den Gewinn. Das wird auf jeden Fall fällig, egal wo der Gesellschafter der Gesellschaft wohnt. Auch wenn du in Dubai wohnst oder sonst irgendwo anders, an dieser Zahl lässt sich nichts rücken. So manch einer denkt, dass hier ein Gewinnabführungsvertrag oder sowas möglich ist, liest im Internet dort irgendwelche Dinge. Das geht aber natürlich nicht. Die Gesellschaft muss den Gewinn in Deutschland versteuern, den sie eben hier erzielt. Steuerlich relevant sind also dann noch 3 andere Aspekte. Erstens ist die Frage zum Beispiel, kannst du an diese Gesellschaft Rechnungen aus dem Ausland stellen? Also mal angenommen, du hast eine Gesellschaft in Deutschland, du wohnst in Dubai, arbeitest von Dubai aus für diese Gesellschaft, kannst du jetzt Rechnungen an diese Gesellschaft stellen für deine Arbeitszeit? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist nun, wenn du Gesellschafter bist und du möchtest gerne Gewinnausschüttungen von der Gesellschaft erhalten, ist das steuereffizient möglich oder werden dort Quellensteuer in Deutschland fällig? Und die dritte Frage ist, was passiert bei einer Veräußerung? Muss die Veräußerung in Deutschland versteuert werden oder kann sie auch im Ausland versteuert werden? Mit diesen Fragen wollen wir uns jetzt hier auseinandersetzen. Fangen wir mit der ersten Frage an, Rechnungen an die Gesellschaft stellen. Grundsätzlich ist das möglich. Ja, wenn du aus dem Ausland tatsächlich für die Gesellschaft arbeitest und hier Tätigkeiten aus dem Ausland erbringst,
Scheinrechnungen sind natürlich nicht möglich. Dann kannst du hier eine Rechnung stellen zu einem ortsüblichen Honorar. Ein Beispiel, mal angenommen, du bist Softwareentwickler und entwickelst für diese Gesellschaft, an der du beteiligt bist, hier Software, erbringst dort Softwareentwicklungsleistungen, dann kann diese Leistung natürlich bezahlt werden zu einem Stundensatz, der auch sonst in Deutschland für einen Softwareentwickler im Freelancing-Bereich möglich wäre. Das würde gehen. Aber du kannst natürlich nicht irgendwelche Fantasierechnungen oder sowas hier an die Gesellschaft stellen. Das lässt sich absolut nicht rechtfertigen. Kommen wir zu unserer zweiten Frage. Was ist mit Gewinnausschüttungen? Ich hatte ja gerade eben schon gesagt, dass die Gesellschaft zunächst mal auf ihre erzielten Gewinne die Unternehmenssteuern zahlen muss, also Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Diese werden ganz normal in Deutschland fällig. Es sind so ungefähr Pi mal Daumen 30%. Der Gewerbesteuersatz hängt natürlich davon ab, wo die Gesellschaft ihren Sitz hat, aber so ungefähr 30% ist eine gute Hausnummer. Dann haben wir also noch 70% übrig. Diese 70% können dann, wenn es die Geschäftsleitung entscheidet, an die Gesellschafter als Gewinn, als Dividende ausgeschüttet werden. Bist du nun als natürliche Person, die in Dubai wohnt, an dieser Gesellschaft beteiligt und erhältst eine Gewinnausschüttung, dann wird in Deutschland eine Quellensteuer fällig. Diese Quellensteuer richtet sich nach dem Wohnsitzland und kann möglicherweise reduziert werden durch ein Doppelbesteuerungsabkommen. Ein solches gibt es aber mit Dubai nicht. Also müsstest du hier die vollen 25% plus Soli, also so ungefähr 28% an Quellensteuer bezahlen. 30% Unternehmenssteuern wurden schon fällig. Auf den Nettoertrag zahlst du jetzt nochmals fast 30%. Da sind wir schon so ungefähr bei 50% Steuern, die hier dann in Deutschland gelassen werden müssen. Diese Quellensteuer kannst du dir auch nicht mehr zurückholen. Wenigstens nicht, wenn du in einem Land wie Dubai wohnst. Bist du nun natürlich in einem anderen Wohnsitzland steueransässig, dann gibt es hier viel günstigere Quellensteuersätze, zum Teil 5%, zum Teil 10% oder 15%. Das muss man dann im DBA anschauen. Aber man muss natürlich dann eben diese Gewinnausschüttung auch in der persönlichen Steuererklärung in seinem Wohnsitzstaat angeben und entsprechend versteuern. Wie jetzt genau diese Quellensteuer im Übrigen dann hier gespart werden kann, das ist im DBA festgelegt. Manchmal gibt es eine Verrechnungsmethode, manchmal gibt es eine Anrechnungsmethode. Also da muss man dann schauen, wie das tatsächlich funktioniert. Aber wie gesagt, üblicherweise, wenn du in einem anderen Hochsteuerland wohnst, dann ist es eigentlich egal, wo du jetzt die Steuern auf diese Dividende bezahlst. Entweder bei dir in deinem Wohnsitzstaat oder als Quellensteuer in Deutschland. Du wirst ohnehin sie bezahlen müssen, kannst vielleicht noch was zurückfordern, wenn hier viel zu viel bezahlt worden ist. Das heißt also auch hier letztlich bei der Dividende, selbst wenn du in einem günstigen Wohnsitzsteuerland wohnst, oftmals keine Reduktion der Quellensteuer fällig. Das heißt auch hier kein Vorteil, wenn du an einer deutschen GmbH beteiligt bist und im Ausland wohnst. Das hängt dann also stark vom Einzelfall ab. So, nun kann man natürlich sagen, du kannst ja eine Holdinggesellschaft installieren und diese Holdinggesellschaft hält statt deiner die Beteiligung. Dann gibt es ja so schöne Regeln wie zum Beispiel die EU-Mutter-Tochter-Richtlinie, wo ja dann angeblich keine Quellensteuer fällig wird. Also Szenario, du gründest in Zypern eine Limited und diese zypriotische Limited erwirbt dann die Anteile an der deutschen Gesellschaft. Wenn wir jetzt dem EU-Recht folgen, dann sollte ja auf diese Dividende, die die deutsche Gesellschaft nach Zypern bezahlt, also wir erinnern uns, wir haben ja vorhin in unserem Beispiel gesagt, 100.000 Gewinn, 30% Steuern werden in Deutschland fällig, die 70.000 können nur an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Sagen wir mal nun, die werden nach Zypern ausgeschüttet. Was passiert dann? Auch hier wird Quellensteuer fällig. Hier wird Quellensteuer in Deutschland fällig. Und die zypriotische Gesellschaft kann sich diese Quellensteuer dann im Nachhinein zurückholen in Deutschland. Dabei muss sie aber nachweisen, dass sie tatsächlich eine aktive Gesellschaft in Zypern ist, dass es in Zypern Substanz gibt, dass sie in Zypern einen Geschäftsführer hat, der wirklich geschäftsführend tätig ist, dass die Gesellschaft noch an anderen Gesellschaften beteiligt ist, dass sie wirklich gewerblich tätig ist. Ansonsten wird diese Quellensteuererstattung nicht gewährt. Obwohl man eigentlich sagen kann, das widerspricht dem EU-Recht, aber so ist leider die Situation in Deutschland geregelt.
Übrigens kann man auch die Quellensteuerbefreiung schon im Vorfeld beantragen, aber auch dann werden diese Abfragen gemacht. Also was ganz sicherlich nicht geht, ist, dass jemand in Dubai wohnt und letztlich über eine solche Holding dann die Quellensteuer umgehen will. Das ist gemäß deutschem Steuerrecht nicht möglich. Hier müsste man dann trotzdem die genannten 28% ungefähr Quellensteuer in Deutschland bezahlen. Du kannst also schon sehen, das ganze Thema Dividende und Gewinnausschüttung ist eigentlich kompliziert. Vorhin sprachen wir davon, eine Rechnung zu stellen an die Gesellschaft. Tatsächlich ist das vielfach der einfachere Weg, hier Gewinne aus der Gesellschaft rauszubekommen, als hier Großdividenden und so weiter auszuschütten. Denn wie gesagt, die Quellensteuer wird immer komplizierter werden. Beschäftigen wir uns mit dem letzten Sachverhalt. Was ist nun also, wenn diese GmbH verkauft werden soll? Nun, wenn du an dieser GmbH beteiligt bist und eine Beteiligung zu mehr als 1% in deinem eigenen Namen hältst, dann wird ein möglicher Veräußerungserlös, auch wenn du im Ausland wohnst, in Deutschland zu versteuern sein, nach Halbeinkünfteverfahren. Das heißt, du zahlst auch wieder so ungefähr, darauf kommt es hinaus, 28% auf den Veräußerungserlös, auch wenn du im Ausland wohnst. Ja? Das heißt, auch hier ist es letztlich völlig irrelevant, dass du im Ausland wohnst. Du musst die Veräußerung in Deutschland versteuern. Hier macht es nun tatsächlich Sinn, eine ausländische Holdinggesellschaft zu installieren. Und hier sind jetzt auch die Substanzvorschriften eben nicht so wichtig, denn bei der Veräußerung wird ja keine Quellensteuer letztlich einbehalten. Denn was ja letztlich passiert ist, dass ein Gesellschafter seine Anteile an einen neuen Gesellschafter verkauft. Beide können ja möglicherweise im Ausland sein. Das geht also gar nicht über den Tisch letztlich der deutschen Behörden. Hier macht es also bei der Veräußerung nun wirklich Sinn, eine Holdinggesellschaft zu verwenden. Der Vorteil ist folgender: Die Holdinggesellschaft verkauft nachher die Beteiligung an der deutschen GmbH. Sagen wir mal, sie verdient dadurch 1 Million. Dieser Gewinn ist normalerweise in allen Holdinggesellschaften steuerfrei oder so gut wie steuerfrei, selbst in Deutschland. Aber wenn du nun diesen Veräußerungserlös, der sich ja dann in der Holding befindet, an dich als Dividende der Holdinggesellschaft ausschütten willst, dann wird ja in vielen Ländern wieder Quellensteuer fällig. Ja, selbst in Holland, Luxemburg und so weiter und so fort wird dann erstmal 15% Quellensteuer fällig. Um diese zu vermeiden, kannst du eben die Gesellschaft in einem Land gründen, wo es gar keine Quellensteuer gibt. Dazu zählen unter anderem UK, Malta und Zypern. Wenn also jetzt die Holding in UK zum Beispiel deine Beteiligung an der GmbH verkauft und 1 Million dabei verdient, kann sie diese 1 Million an dich tutti frutti ohne Steuern ausschütten. Das heißt, du hast dann letztlich hier, wenn du in einem steuergünstigen Land, sagen wir mal Dubai und so weiter wohnst, deine Beteiligung an der GmbH für lau steuerlich verkauft, was natürlich sehr attraktiv ist. Also, nochmal zusammenfassend würde ich sagen, Rechnung stellen, ein guter Weg aus der Gesellschaft in Deutschland gewisse Gewinne abzuziehen, insofern es sich hier nicht um Scheinrechnung natürlich handelt. Zweitens, alles, was mit Dividenden und Dividendenausschüttung ins Ausland zusammenhängt, ist kompliziert. Selbst wenn du eine Holding dazwischen schaltest, würde ich, wenn es geht, soweit vermeiden. Drittens, um Veräußerungserlöse steuergünstig zu vereinnahmen, gerade wenn du in einem steuergünstigen Land lebst, dann ist eine Holdinggesellschaft in einem Land ohne Quellensteuer für dich von großem Vorteil. Und um es nochmal zu sagen, diese Punkte sind vor allen Dingen dann wichtig, wenn du eben in einem Niedrigsteuerland wohnst. Lebst du jetzt in einem Land, wo nicht niedrig besteuert wird, sagen wir mal zum Beispiel Frankreich oder USA oder sowas, dann wirst du ja ohnehin dort dann Steuern auf besagte Erlöse bezahlen müssen. Ob du die Steuern in Deutschland bezahlst oder in diesem Land, ist ehrlich gesagt dann vielfach egal. Das heißt, was wir in diesem Video gesagt haben, ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn du in einem Niedrigsteuerland wohnst. Wenn das ganze Thema GmbH-Beteiligung aus dem Ausland auch für dich wichtig ist und du kurz davor stehst, eine solche Beteiligung einzugehen, lade ich dich gerne ein zu einem Beratungsgespräch. Link packe ich hier in die Beschreibung mit rein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Situation dort zu optimieren, neues Vermögen aufzubauen, ihr bestehendes Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich zu unseren Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland?
Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.